Moin Leute, es ist schon eine ganze Weile her, dass ich mal was von mir habe hören lassen. Ich glaube fast 2 Monate. Es war Anfang letzten Monats, dass ich ein Update-Video gemacht hatte, damals aus Thailand, in Sattahip, um genau zu sein. Und jetzt will ich euch einfach mal abholen, was seitdem bei mir passiert ist. Das Wichtigste zuerst, ich habe es nach Singapur geschafft. Ich habe es tatsächlich nach 4 Jahren an den südlichsten Ort des asiatischen Festlandes geschafft. Ich kann da also jetzt endlich einen Haken dran machen. Das Aussitzen, 3 Jahre lang Corona-Aussitzen in Laos, hat sich also gelohnt und war damit erfolgreich. Ja, somit ist mein Minimalziel für meine Fahrrad-Weltreise für den Abschnitt hier in Asien, insbesondere Südostasien, erreicht. Ich bin aber nicht mehr in Singapur. Ich bin mittlerweile schon wieder zurück in meiner Homebase in Luang Prabang in Laos. Von Singapur aus bin ich zurückgeflogen. Also ich wollte die ganze Strecke nun nicht nochmal mit dem Fahrrad zurückfahren. Dafür sind die Temperaturen auch viel zu anstrengend. Also ich bin in den letzten Monaten, also wirklich die kompletten 2,5 Monate, die diese Tour gedauert hat, bei Temperaturen von teilweise bis zu 47 Grad geradelt. Also ihr könnt euch vorstellen, das war nicht ganz einfach. Das hat ordentlich geschlaucht. Immerhin hat es dann in Malaysia teilweise dann zwischendurch auch mal ein bisschen geregnet, wodurch es auch mal abgekühlt hatte. Es war wirklich mal eine willkommene Abkühlung und Erfrischung zwischendurch. Aber gehen wir doch mal durch, was ist in dieser Zeit seit Sattahip passiert. Ich bin an meinem Geburtstag am 6. April mit der Fähre von Sattahip aus nach Koh Samui gefahren. Und da begann dann auch schon das absolute Highlight meiner Reise, denn an Bord, an Deck der Fähre, hat meine Freundin schon auf mich gewartet und ich hatte keine Ahnung. Es war eine absolute Überraschung, absoluter Wahnsinn. Ja, das war einfach absolut genial. Also dementsprechend war dann auf Koh Samui und Koh Phangan erstmal eine Woche Urlaub zwischendurch angesagt. Quality Time mit meiner Liebsten. Nach einer Woche ging es dann für sie allerdings wieder nach Hause und für mich ging es weiter nach Süden, durch den südlichen Teil von Thailand und in Richtung Malaysia. Genau zu dem Zeitpunkt fand auch das thailändische Neujahrsfest statt, also Songkran. Dementsprechend wurde ich ordentlich abgeduscht am Straßenrand von den Einheimischen und insbesondere von den Kindern, die schon darauf gewartet haben, ihre Wassereimer über mich auszuschütten. Aber bei den Temperaturen von, wie vorhin schon gesagt, von bis zu 47 Grad war das eine wirklich willkommene Abkühlung. Also das tat tatsächlich gut. Ich hatte aber durchaus ein bisschen Angst um meine Kamera zwischendurch, aber naja, ich nehme jetzt gerade hier was auf, dementsprechend hat auch die Kamera das ganz gut überlebt. Nachdem Songkran dann vorbei war und ich dann auch Thailand verlassen hatte, bin ich nach Malaysia gekommen. Und ich hatte keine Ahnung, dass am Tag meiner Einreise Eid Mubarak war, also der letzte Tag des Ramadan. Ich hatte mich erst gewundert, warum es so ruhig war und so viele Geschäfte geschlossen waren, aber hatte mir erst gar nicht so viel dabei gedacht, denn es war ein Freitag und Freitag ist halt der freie Tag in muslimischen Ländern. Ich wurde dann aber mit absolut unglaublicher Gastfreundschaft willkommen geheißen. Es ging damit los, dass ich an einer Tankstelle einfach kostenlos Wasser bekommen habe. Also jetzt nicht einfach Leitungswasser, sondern wirklich aus dem Kühlschrank heraus. Ich wollte bezahlen, allerdings hatte ich noch kein Bargeld. Dementsprechend hat der Kassierer mir das einfach geschenkt. Kurz darauf, während ich am Straßenrand stand, einfach was getrunken habe, meine Karten gecheckt habe, wo ich denn jetzt unterkommen würde und kam ins Gespräch mit jemandem und derjenige hat mir dann letztendlich sogar das Hotelzimmer für die Nacht bezahlt. Also absoluter Wahnsinn. Das sind Sachen, die erwartet man nicht, wo man dann einfach überwältigt ist über diese unglaubliche Gastfreundschaft. Und das hat sich dann auch den kompletten Weg durch Malaysia so durchgezogen. Also die Menschen super freundlich und super hilfsbereit. Das hat echt Spaß gemacht. Was allerdings nicht so Spaß gemacht hat in Malaysia, war der Verkehr. Also Malaysia ist definitiv ein Autofahrerland. Ich habe selten Radfahrer gesehen und ja, der Verkehr ist schon amtlich, insbesondere in Kuala Lumpur. Keine Radfahrerstadt, also es war wirklich stressig, da rein und raus zu kommen. Aber ich habe es geschafft und ich bin froh, dass ich da gewesen bin. Es war einer der Orte, den ich gerne mal gesehen haben wollte.
ja, im Anschluss von Kuala Lumpur ging es dann halt auch weiter Richtung Süden. Also quer durch Malaysia, immer die Westküste entlang, bis ich dann letztendlich in Singapur angekommen war. Die Einreise in Singapur war dann relativ easy. Was dann allerdings nicht so easy war, war von der Grenze in die Stadt zu kommen. Denn wenn man keine Ahnung hat, wo man hin soll oder lang soll, dann nimmt man natürlich so den einfachsten und den direktesten Weg. War zumindest mein Ansatz. Und der direkteste Weg führte mich über den Expressway. Und da wurde ich dann von der Polizei angehalten. Denn was in Malaysia und in Thailand noch möglich ist, also einfach auf der Standspur des Expressways zu radeln, wenn man dann will, das ist in Singapur nicht erlaubt und auch nicht gerne gesehen. Ich wurde dann belehrt von der Polizei. Ich hatte zwar im Detail nicht verstanden, was der Polizist gesagt hatte, weil er doch sehr undeutlich gesprochen hatte und auch stark genuschelt hatte, aber egal, I got the point. Dementsprechend wurde ein Abschleppservice gerufen und ich wurde dann abgeschleppt. Allerdings nur bis zur nächsten Ausfahrt, bis zur nächsten Bushaltestelle bzw. bis zum nächsten Radweg. Naja, und von da aus ging es dann über den Radweg, was eher ein Hiking-Trail war, also der war einfach brutal schlecht, ging es dann weiter ins Stadtzentrum. Der Abschnitt hatte nicht so Spaß gemacht, also weil ich wirklich nicht damit gerechnet hatte, auf so einem Trail unterwegs zu sein, wo faustgroße Steine waren. Also da war das Radfahren einfach unmöglich. Aber na gut, war dann so ein bisschen Bike-Hiking, nenne ich es mal. Irgendwann hatte ich dann aber Zugang zum Green Corridor gefunden und der ist absolut genial. Also wenn man erstmal weiß, wie man darauf kommt, dann kommt man auch super easy in die Stadt rein oder auch raus. Und so war ich dann in Singapur, also dem südlichsten Ort des asiatischen Festlands. Dort habe ich dann einige Tage verbracht, die ich weitestgehend damit verbracht habe, meine Rückreise nach Laos vorzubereiten. Ich hatte auch großartige Hilfe vom Team vom Fahrradladen Green Bicycle, also auch nochmal Shoutout an die Jungs hier an dieser Stelle. Absolut genial, wer was braucht in Singapur für Touring-Fahrräder oder einfach nur irgendwelche Reparaturen, irgendwelchen Service. Das ist der Laden, geht unbedingt dahin. Ja, und dann ging es halt vor einer Woche zurück, raus aus Singapur, über Bangkok, zurück nach Luang Prabang, wo ich jetzt bin. Ich stehe jetzt gerade hier im Garten meiner Homebase. Somit war ich nun also 2,5 Monate in Südostasien unterwegs, von Laos über Kambodscha, Thailand, Malaysia und Singapur. Und ich bin absolut froh, dass ich endlich einen Haken an diese Etappe machen kann und somit auch endlich einen gedanklichen Schlussstrich unter meine Corona-Story hier in Laos ziehen kann. Denn letztendlich habe ich ja 3 Jahre darauf gewartet, das Land auch wieder mit dem Fahrrad zu verlassen. Keine Ahnung, warum ich das gemacht habe. Ich bin einfach ein Dickkopf, denke ich. Vielleicht wollte ich mir selbst irgendwie was beweisen, was auch immer das ist. Ich bin glücklich und im Reinen mit mir selbst und das ist alles, was zählt für mich. Der eine oder andere von euch ist jetzt sicherlich neugierig, wie es bei mir weitergeht. Also eins kann ich euch schon mal sagen, es gibt einige Projekte, die ich aktuell im Köcher habe, die ich schon angefangen habe und jetzt auch noch zu Ende bringen will natürlich. Und wenn das soweit ist, dann lasse ich das euch gerne wissen und lasse euch daran teilhaben. Und was das Radreisen angeht, ich werde auch bestimmt wieder mit dem Fahrrad irgendwann unterwegs sein. Ich habe da natürlich auch schon einige Ideen, welche Etappen als nächstes anstehen. Es gibt einfach noch so viel zu sehen von der Welt, also warum jetzt aufhören? Und wenn ich entschieden habe, welche Etappe ich als nächstes angehen möchte, dann teile ich das auch gerne wieder mit euch. Und dann freue ich mich natürlich auch, wenn ihr wieder mit dabei seid und freue mich über euer Interesse an meiner Reise. Eine letzte großartige Sache, die in den vergangenen Monaten passiert ist, dass meine Spendenaktion für die Ausstattung von Schulklassenzimmer in Darfur im Sudan erfolgreich abgeschlossen ist. Anlässlich meines Geburtstags im April haben wir tatsächlich das Spendenziel von 3.000 € erreicht. Also ihr seid absoluter Wahnsinn. Jeder da draußen, der daran teilgenommen hat und eine Spende getätigt hat, egal in welcher Größenordnung, ihr habt das möglich gemacht, dass bis zu 60 Schulkinder ein vernünftiges Lernmilieu geboten bekommen. Und ich bin mir sicher, dass es das Leben der Kinder positiv beeinflussen wird.
Also an dieser Stelle ein herzliches Dankeschön von meiner Seite. Ihr seid absolut genial, dass ihr das möglich gemacht habt. Wir wissen alle, wie die politische Situation aktuell ist im Sudan. Dementsprechend gestaltet sich die Umsetzung dessen natürlich etwas schwieriger. Aber dennoch, das Geld ist deshalb ja nicht verschwunden. Das Projekt wird weitergeführt, wenn die Lage es wieder zulässt. Und wenn es dann soweit ist, wird mit diesem Geld denn was richtig, richtig Gutes getan. Also noch ein weiteres Mal herzliches Dankeschön für eure Unterstützung, dass ihr das ermöglicht habt. Und auch vielen Dank, dass ihr hier jetzt reingeschaut habt, für euer Interesse, für eure Neugier. Und wenn es was Neues gibt, dann melde ich mich auch mal wieder. Also dann, passt auf euch auf, lasst es euch gut gehen und bis bald erstmal.